Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah 36: Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Du kannst nur denjenigen warnen, der Ermahnung folgt und den Allerbarme im Verborgenen fürchtet. Man weiß aber nicht, wer den Allerbarme im Verborgenen fürchtet. Es ist manchmal so, dass es so aussieht, als wenn jemand ganz nah dran ist zum Islam, aber am Ende stirbt er als Käfer. Wie Abu Talib beispielsweise, der dem Propheten a.s. geholfen hat und am Ende gestorben ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte daraufhin zum Propheten: Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Du leitest nicht recht, wen du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Und Allah sagte da im Koran dazu: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Es geziemt sich nicht für den Propheten und die Gläubigen, dass sie für die Mushrikun um Vergebung bitten, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Gefährten des Feuers gehören. Das heißt, manche Leute, die sehen so nah aus, als wenn sie so nah dran sind, am Ende landen sie in der Hölle. Man denkt, der ist ganz nah am Islam. Und manche Leute sehen aus, als wenn sie ganz weit weg wären. Wie zum Beispiel Khalid al-Walid, wie zum Beispiel Amr ibn As. Leute, die den Propheten a.s. bekämpft haben. Bis zum 7. Jahr nach Hijra. Das heißt 13 Jahre in Mekka, sie haben den Islam nicht angenommen. 7 Jahre nach Hijra, dann nehmen sie den Islam an und gehören zu denjenigen, die den Islam nach vorne bringen. Jemand zu sein, der den Islam mit dem Schwert bekämpft, ist schlimmer, als jemand zu sein, der Alkohol trinkt. Ist schlimmer, als jemand zu sein, der in die Spielhalle geht. Ist schlimmer, als jemand zu sein, der Zina begeht. Das heißt, wir wissen es nie. Aber wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Und manchmal ist es, wie gesagt, so, weil jemand sieht aus, als wenn er weit weg ist, aber der nimmt trotzdem den Islam an. Brüder und Schwestern, macht Dua für die Leute. Subhanallah, ich habe heute wieder von einer Frau gehört, die mich vor Monaten kontaktiert hat auf Facebook. Ja, der ihr Leben, ein Leben ist es, ganz weit weg vom wahren Weg war. Und ich habe Dua für sie gemacht und ihr Videos geschickt. Und ich hatte ehrlich gesagt schon gedacht, das wird nichts mehr. Ich habe es echt schon gedacht gehabt. Und habe Dua gemacht. Und subhanallah, und heute höre ich, sie hat den Islam angenommen. Und glaubt mir, wenn ihr die Lebensgeschichte hören würdet, denkt ihr, boah, wo war sie und wo ist sie jetzt? Alhamdulillah. Brüder, wir haben alles gesehen. Wir haben Leute gesehen, die ganz weit weg waren, wo du gedacht hast, niemals, niemals. Aber dann kam es, die Rechtsleitung von Allah. Und deswegen sucht euch die Leute aus eurem Bekanntenkreis aus. Insbesondere die Leute, die nicht arrogant sind. Ja, weil Leute, die arrogant sind, das sind meistens die, wo es keinen Sinn macht. Aber Leute, die schon sich beschäftigen wollen, mach Dua für sie. Die Dua ist so wichtig. Dua machen, dass Allah jemand recht leitet. Und inshallah in der letzten Sekunde wird Allah den recht leiten. Gebt die Hoffnung nicht auf. Und das gilt auch in erster Linie an mich. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Subhanallah, Allah hat die Herzen gedreht von Leuten im 0,nix, die aussahen wie die größten Feinde des Islams. Schau dir an Umar al-Khattab. Der hat die Muslime gefoltert. Bis zum 6. Jahr. Und dann trifft er Khabab ibn al-Arat und er liest ihm vor aus der Surah Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Und er hört diese Verse und beschließt, den Islam anzunehmen. Möge Allah uns alle zu leuchtenden Beispielen für diese Religion machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.